Hallo, wir sind heute in einer der modernsten Vermittlungsstellen der Deutschen Telekom in Frankfurt-Ginnheim. Ihr seht nicht viel von der Stadt, weil das Wetter schlecht ist, macht nichts. Wir sind heute auch drin, denn wir sind in dieser modernsten Vermittlungsstelle, die wir hier in Frankfurt haben. Was ich euch heute hier zeigen will, ist ein Pilotprojekt, das wir zusammen machen mit der US-amerikanischen Firma Corning. Und um was es dabei geht, das zeige ich euch jetzt. Kommt einfach mal mit. Ja, in der Tat. In den nächsten Jahren, das erwarten die Fachleute, werden die Datenmengen in unseren Netzen dramatisch zunehmen. Das liegt zum einen an Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, das liegt an intelligenten Geräten, die miteinander kommunizieren, oder es liegt am neuen Mobilfunkstandard 5G. Alle diese Daten müssen ausgewertet werden und bewertet werden. Das erwarten unsere Kunden. Deswegen müssen wir die Daten beschleunigen. Und wie wir das machen, dafür sind wir hier in dieser Vermittlungsstelle. Neben mir ist der Hans-Peter. Hans-Peter ist vom Produktdesign der Deutschen Telekom. Wie können wir Daten beschleunigen? Ja, in der Tat rechnen wir in der Zukunft mit erheblichen Datenmengen, die wir gerade im Bereich über 5G erwarten. Und darauf wollen wir vorbereitet sein. Was wir brauchen, ist eine höhere Flexibilität in den Rechenzentren. Wir erwarten sehr hohe Anzahl an Glasfaserbedarf. Zudem ist es sehr wichtig, eine geringe Latenzzeit zu haben. Eine Latenzzeit bedeutet, wir brauchen die Datendienste, eine schnellere Datendienste zum Kunden, vom Kunden zum Rechenzentrum und umgekehrt. Und wie schaffen wir es, dass wir schnellere Latenzzeiten haben für die Dienste am Kunden? Die Latenzzeit schaffen wir, indem wir die Nähe zum Kunden suchen. Das bedeutet, die Rechenkapazität werden ausgelagert aus dem Rechenzentrum über Edge Computing. Edge, zu Deutsch Daten an den Rand bringen. Und dort, wo wir unsere Außenstellen haben, dort werden wir unsere Datencenter aufbauen, um dort die Kunden zu versorgen. Das bedeutet im zweiten Schritt, dass wir eine sehr hohe Flexibilität der Technik voraussetzen müssen. Was sind die Voraussetzungen dafür und wie schaffen wir das? Ja, kurze Latenzzeiten werden für den Kunden benötigt. Dazu müssen wir unsere Vermittlungsstellen umbauen über ein Multifasersystem. Ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht. In der klassischen Bauweise haben wir ein Kabel, worüber wir einen Dienst führen, und in Zukunft über ein Multisystem, wo wir gleich 4 Dienste rüberfahren können. Bedeutet, dass wir einen Technikschrank bislang mit 730 Diensten bestücken können und in Zukunft mit über 3000. Das heißt, wir haben das Vierfache. Welche Vorteile verspricht sich die Telekom davon? Ja, dank proaktiver Planung rechnen wir mit wesentlich verkürzten Einführungszeiten. Derzeit dauert eine Einführung von einer neuen Applikation sehr lange. In der Praxis sieht das so aus, dass wir für jede Systemerneuerung und Umgebung eine neue Infrastruktur aufbauen müssen. So, zukünftig haben wir eine Basisinfrastruktur, die daten- und systemneutral ist, sodass wir bei der Einführung nicht immer eine neue Verkabelung machen müssen, sondern auf die Multiverteilersysteme zurückgreifen und somit eine hohe Flexibilität an den Tag legen können. Welche Anwendungen brauchen so hohe Geschwindigkeiten? Ja, das, was in aller Munde ist autonomes Fahren zum Beispiel, aber auch Gerätekommunikation, die eine hohe Datenübertragung benötigen. Ich denke da auch an Notfall-, Unfall- oder Katastrophenmanagement. Und ebenfalls sind 5G-Anwendungen, die auch mit hohen Datenverbindungen verbunden gebracht werden müssen. Jetzt arbeiten wir bei diesem Pilotprojekt mit dem US-amerikanischen Glasfaserspezialisten Corning zusammen. Mit Corning haben wir schon mal einen Film gedreht vor kurzer Zeit. Da ging es um die oberirdische Verkabelung mit Glasfaser. Corning kann aber noch mehr. Die machen auch zum Beispiel so Schutzhüllen für Handys mit Glasoberflächen und so weiter. Und wenn die runterfallen, damit die nicht kaputt werden. Wie wir mit denen zusammenarbeiten in diesem Pilotprojekt, das werde ich gleich mit einem Experten von denen besprechen. Marco, du bist Account Director bei Corning und bist für die Umsetzung dieses Projektes mit der Deutschen Telekom zuständig. Wie kann eure Erfindung uns helfen, mehr Geschwindigkeit ins Netz reinzubringen? Bleiben wir beim zuvor genannten Beispiel vom autonomen Fahren. Wir haben die aktuelle Jahreszeit, Winter. Einzelne Bereiche der Straße sind von Glätte überzogen und wir haben ein Auto, das aufnimmt. Und wir jetzt diese Informationen an andere Verkehrsteilnehmer übergeben, um diese zu warnen. Ähnliches auch bei einem Unfall oder bei Straßenschäden. Damit das funktioniert, muss es diese Informationen über ein schnelles Telekommunikationsnetz zurückgeben, über die Mobilfunkantenne zurück in ein Rechenzentrum und von dort wird es dann verteilt und geht im Prinzip an die anderen Autos. Unsere Glasfaserprodukte sind dafür da, dass das in Echtzeit passieren kann. Und zukunftssicher muss es sein. Wie sah es vorher aus? Wir sind heute bei bedeutend niedrigeren Geschwindigkeiten. Also unsere Produkte, dieser Multiverteiler hier,
kann Geschwindigkeiten bis zu 400 Gig ermöglichen. Um das mal einzuschätzen, die Telekom plant aktuell, Kunden mit 1 Gigabit pro Sekunde anzuschließen. Solche Systeme können heute schon das 400-fache leisten. Wir brauchen das heute noch nicht. Aber wir wissen auch, 5G braucht noch Zeit. IoT, also die Anwendungen, die in Zukunft kommen werden mit 5G, brauchen noch Zeit. Und 400 Gig wird definitiv Standard werden und unsere Produkte können das schon ermöglichen. Das heißt, ich investiere heute und ich brauche aber in der Zukunft nicht mehr abzugraden. Jetzt Marco, das sieht ja jetzt nicht besonders spektakulär aus, das blinkt nicht und so weiter und so fort. Also ist wohl eher so, dass die inneren Werte das sind, worauf es da ankommt. So ähnlich. Also ist tatsächlich bei diesem System ist die Portdichte, was das ganze System, das ganze Multiverteiler-System so charmant macht. Wir können auf einer Höheneinheit bis zu 576 Fasern abschließen und managen. Und das ist im Prinzip die höchste Dichte, die es aktuell im Markt gibt. Das heißt, wir sparen einfach Platz in den Rechenzentren. Jetzt sieht es ja so aus, als ob man trotzdem relativ mit vielen Kabeln da zu tun hat. Das stimmt. Gerade hochphasige Plug-and-Play-Lösungen erfordern extrem viel Präzision und auch Planung. Das System ist grundsätzlich werkzeugfrei installierbar. Das heißt, ich habe in der Installation eine Ersparnis von bis zu 90% an Zeit. Das ist ein Vorteil bei der Erstinstallation, aber auch später, wenn ich neue Dienste ins Netz nehmen will, bin ich natürlich einfach schneller, was Erweiterungsarbeiten oder Upgrades angeht. Jetzt haben wir relativ viel zu Edge Computing gehört. Jetzt wollen wir gleich noch mal gucken, wann es eigentlich bei der Deutschen Telekom losgeht. Dafür treffen wir uns gleich noch mal mit dem Hans-Peter. Hans-Peter, wann beginnen wir eigentlich dann mit diesen dezentralisierten Rechenzentren bei der Telekom? Ja, jetzt im Frühjahr werden die 5G-Lizenzen versteigert. Danach kann es eigentlich losgehen. Die letzten beiden Jahre haben dafür genutzt, um an großen Rechenzentren einen Piloten aufzubauen mit sehr großem Erfolg und sind seit Herbst letzten Jahres dabei, die Vermittlungsstellen auszustatten. Und seitens der Technik kann es jetzt warten, wir uns sehnsüchtig drauf, dass es losgehen kann. Marco, und warum muss ein Hardware-Lieferant wie ihr, warum muss er so frühzeitig mit der Telekom da in dieser Sache zusammenarbeiten? Gute Frage. Wir wissen, dass 5G noch Zeit braucht. Die Bundesnetzagentur hat jetzt gerade Ausbaupläne bis 2025 definiert. Wir wissen aber auch, dass einige Frequenzen, die für den großflächigen Ausbau notwendig sind, ja 2020, 2025 zur Verfügung stehen werden. Wichtig ist aber, dass die Basisinfrastruktur steht, wenn es losgeht. Und deswegen bauen wir heute. Ihr seht, was wir alles machen, damit die Technologie möglichst frühzeitig und möglichst gut erprobt in den Markt kommt. Wenn euch also das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, dann nutzt einfach die Kommentarfunktion unterhalb. Und ansonsten abonniert einfach diesen Kanal. Vielen Dank und ciao.